Auf die Reise, Thomas ist übelst gut weggekommen, hier auch. Der Björn ist gut ausgekommen. Silvernagle came in, and Nice is now in the car. Welcome to BTR TV. Madness on track. Actually, race crew took home the third spot with Dayton Horse 2 laps down. Then CMS Racing recruit. Hallo liebe Simracing und Rennsport-Fans und ein ganz besonderes herzliches Willkommen heute hier zur IMSA in Long Beach. Tommy hat sich bei mir gemeldet, hat sich spontan hier angemeldet und da schauen wir mal, wie es dem heute hier so ergeht. Wünsche ich euch allen mal ganz viel Spaß. Jetzt mal. Ah, doch, scheint irgendwie zu laufen. Ja, alles gut. So, dann gucken wir mal in die Entries. Eieiei, 39 Autos, lieber Patrick. Wir haben. Ja, muss mal zählen hier. 1, 2. Boah. Sascha Lehmann, der schnellste, also Franzose hier. Mit der Auto Nummer 1 ist ein LMP2-Fahrer. Der ist bestimmt schneller als manche LMP. Also LMDH-Fahrer. Also wir haben 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 LMP2s. Das ist doch mal ein ordentliches Feld. Oh, nicht zu schnell fahren, ja. Ja, ich habe halt Angst, dass ich hinter mir einen habe, so der halt irgendwie einen ganz anderen Bremspunkt hat wie ich und mir dann hinten reinrauscht. So, liebe Zuschauer, da haben wir heute also 39 Fahrer am Start hier. Ist aber auch alles eng hier. Die Hypercars vorne fahren insgesamt 29 Runden. Man braucht hier eine A-Lizenz und es gibt einen obligatorischen Boxenstopp. So, jetzt müsste es eigentlich in die Qualifikation gehen. Genau. Was haben wir denn hier so? Wie immer keine Schnellreparatur. Das Setup festgelegt hier in der Fixserie und die Stärke des Feldes beträgt 2342. Fernando Ferreira. Division 1 und 2 Fahrer hier sind. Ich habe gar nicht auf das Strengths of Field geguckt. 2400. Das Auto Nummer 6, also Auto 6. Oh. Die Qualifikation ist hier in vollem Gange und Tommy ist auch schon mal rausgefahren. So, und da müssen jetzt auch so langsam die ersten Qualifikationszeiten reinkommen. Carmelo Caruso hier 1.10.522 in der GTP-Klasse. In der LMP2-Klasse hat Janko den Hartog eine 1.12.746 gefahren. Wow. Jean Vidal hier im Bild, aktuell P2 in der GTP-Klasse, allerdings fehlen ihm schon 2 Sekunden auf den Leader. Stefan Nitschka, P3, 1.13.183. Das dürfte vorläufig Platz 3 sein, gar nicht so schlecht. Dritter Platz. Und Akihide Mitsuya aktuell auf P2 in der GT3-Klasse, stoppt sein Auto schon mal in die Mauer. Jetzt auf Pole in der Klasse Sengin Ho vor Daniel Morfei, den wir hier mal im Bild haben. Daniel dürfte den ein oder anderen Zuschauer auch schon bekannt sein. Ist in vielen der IMSA-Rennen mitgefahren, die wir übertragen haben. Sengin Ho hat auch mal kurz in die Mauer mitgenommen. In der LMP2-Klasse liegt jetzt Sascha Lehmann auf Pole mit einer 1.11.558. Also nicht nur rechts, sondern... Oh, kaputt. Das war ein heftiger Einschlag. Zweite Quali-Runde leider weggeschmissen. Da liegt ein Teil von mir. Und Tommy ist noch bis auf P5 zurückgefallen. Oh, Patrick. Ich ahne Schlimmes.
Auf Pole in der LMP2-Klasse Sascha Lehmann vor Janko den Hartog und Abel Lima. Die Boxeneinfahrt ist ja auch total heftig hier, ne? Bei den Hypercars Carmelo Caruso auf Pole Position vor Alberto Rodriguez und Valentin Garde. Hallo, hallo, hallo. Hoppala. Don't do the die. Mal in die Ergebnisse mal reinschauen. Was haben wir denn hier? Wo ist Salz da? Das Gritting hat begonnen und die Fahrer stellen sich hier so langsam auf. Und es wird hier nur eine halbe Einführungsrunde gefahren. Okay. Boah, viele GT3 hier. Die GT3s stellen hier auch mit 19 Fahrern den größten Teil im Grid. Insgesamt muss man sagen, haben wir heute hier ein sehr, sehr hochwertiges Feld im Grid stehen. Und da bin ich mal gespannt, wie sich Tommy hier heute mit seiner spontanen Aktion schlägt. Be careful on all corners, sagt er. Einige Zuschauer werden sich noch an das letzte IMSA-Rennen erinnern, was ja nicht ganz so glücklich ausgegangen ist. Daniel Morfay in der GT3-Klasse auf Pole. Der einzige, den ich in der GT3-Klasse kenne. Wie eben schon erwähnt, Daniel Morfay in der GT3-Klasse auf Pole vor Sekien Ho. Tommy mittendrin. Und Tommy hier auf P5, vor ihm Marc Buschel und hinter ihm Homero Figueiredo. Und hier vorne bei den Hypercars Carmelo Caruso vor Valentin Garde und Alberto Rodriguez auf P3. P4 haben wir dann Jean Vidal und auf P5 Stefan Nitschka. Good race, everyone. Okay, die will fahren. Und da hat sich das Pacecar auch schon in Bewegung gesetzt. Carmelo Caruso führt das Feld jetzt hier Richtung Start- und Ziellinie. Die Jungs wärmen sich schon mal die Reifen hier auf. Dann geht das Rennen hier, ich glaube 35 Minuten oder sowas. Ne? Die LMP2-Klasse bleibt da noch stehen und lässt ein bisschen Abstand. Oder kürzer, je nachdem. 8 Fahrer heute hier in der Hypercar-Klasse. Relativ überschaubar, allerdings ein kleines, aber feines Feld. Dann haben wir hier 12 LMP2s und unser Tommy mittendrin. In Front hier Sascha Lehmann vor Janko den Hartog und Abel Lima. Jackie Young auf 4 und Tommy dann auf P5. Die gehen schon mal Single File, das ist gut. Und da ist die grüne Flagge auch schon draußen. Carmelo Caruso macht sich sofort auf und davon. Hinter ihm Valentin Garde und Alberto Rodriguez auf P3. Alles gut gegangen hier in der Hypercar-Klasse. Auf P4 Jean Vidal und P5 dann Alexander Kurz, der Stefan Nitschka überholen konnte. Bei den GT3s gab es schon erste Rempeleien und auch die LMP2 sind jetzt gestartet. Hier Sascha Lehmann in Front vor Janko den Hartog und Abel Lima. Und Tommy jetzt Angriff. Oh! Alter! Und da kracht schon in der ersten Kurve und eine Menge Fahrzeuge knallen hier rein. Oh, das Ach du Scheiße. gibt hier einen Massencrash. Ach du Schande. Sorry for that, mate. Und jetzt kommen hier gleich noch die GT3s um die Ecke. Hier vorne Carmelo Caruso hat sich auf und davon gemacht, zusammen mit Valentin Garde. Jean Vidal jetzt auf P3. Und hat so eine Lücke gelassen, ne? Und unten im Replay nochmal schön zu sehen. Young, Chiho, Jackie bremst hier ein bisschen zeitig. Tommy versucht da anzugreifen und wird überrascht von dem zeitigen Bremspunkt und knallt da rein. Und noch so eine ganze Menge anderer Fahrzeuge sind da reingekracht und gestrandet. Unter anderem ein paar GT3-Fahrzeuge. Oha. Oh, ich muss ihm nochmal schreiben. Wir haben es ja gerade noch im Augenwinkel gesehen, da lag auch der nächste. Aber wir schauen uns nochmal den Vorfall aus dem GT3-Feld vom Start an. Daniel Morfay, Polesitter in der GT3-Klasse, bekommt hier noch in der Einführungsrunde von Sekien Ho Fuck LMP2 Drivers. eine hinten drauf, dreht sich, fliegt in die Mauer und der Heckflügel bricht ab. Oh, okay. Und ich glaube, da hat Tommy mit seinem Unfall die Hälfte des Feldes hier schon aus dem Rennen genommen. Oder zumindest beschädigt. Yeah, I'm so sorry, man. That was such an invitation and then you turned in. Sorry, man. That was not my advice to fuck the whole LMP2 field up. I'm so sorry, really, man. Und auch Alberto Ruiz Rodriguez hatte da Probleme. Der Drittplatzierte in der Hypercar-Klasse verliert sein Fahrzeug und schlägt da leicht rückwärts ein. Steht hier aber ganz ungünstig und muss komplett den Gegner vorbeilassen. Yeah, you're right, man. Ja, Der kriegt sich nicht mehr ein, ne? Kollege.
Ah, come on, keep up. Keep up. Und Tommys Unfallgegner kommt sich da überhaupt nicht mehr ein, hat ja auch ein bisschen Mitschuld am Unfall gehabt. Nichtsdestotrotz, sowas kann passieren. Jetzt erstmal hier zurück zum Rennen. Victor Decker hinter Dale Rolason und Fernando Ferreira fliegt sich hier schon durchs GT3-Feld. Der ist da am Anfang auch in den Unfall mit verwickelt gewesen, schätze ich mal. Hinter Victor zu Nikolai Naumov schon größeren Abstand. Hier vorne mal Sascha Lehmann und Janko Den Hartog. Die beiden Leader in der LMP2-Klasse. Schon 2,5 Sekunden Vorsprung auf Abel Lima. Ah ja, was soll er machen? Na, du lachst, sorry. Das war ja dann doch mal heute ein sehr, sehr kurzes Rennen und Tommy hat hier das Feld mal ordentlich aufgemischt. So macht man sich Freunde. Hier vorne Sekin Ho vor Akihide, Mitsuya und William Hope auf P3. Die 3 Erstplatzierten in der GT3-Klasse. Dann haben wir hier auf P4 Samuel Bird und auf P5 David van Stambroek, der direkt hinter ihm liegt. Hoffen wir mal, dass sich das alles jetzt erstmal ein bisschen beruhigt hier. Ja, der hat halt echt früh, stand er auf der Bremse und dann, was willst du machen, ey? Natürlich steht Tommy jetzt an der Box und kann erstmal in Ruhe seinen Zwischenfall da analysieren. Soll sich jeder selber ein Bild von machen. Das GT3-Feld zieht sich jetzt schon ein kleines Stückchen auseinander. Hinter David van Stambroek zu Christopher McComb sind schon 1,8 Sekunden. Und hier vorne Carmelo Caruso, der Leader in der Hypercar-Klasse, kann sich so langsam von Valentin Garde absetzen. Mal ganz ehrlich, ne? Warum bremst er schon vor dem 500er-Schild? Das ist echt nicht erwartet. In der Zwischenzeit gab es wieder einen kleinen Zwischenfall, den wir jetzt unbedingt mal nachreichen sollten. Hier Sascha Lehmann und Janko Den Hartog, die sich hier durch LMP1-Feld flügen. Wahnsinn, die haben eine super Pace drauf. Sind schneller wie so manche Hypercar-Fahrer hier. Wahnsinn. Und unten im Replay nochmal schön zu sehen, Daniel Morfay, unser ehemaliger Polesitter, ist ja hier ohne Heckflügel unterwegs und verliert das Heck hier hinten in der Kurve und schlägt noch einmal ein. Ein mehr als gebrauchtes Rennen für Daniel. Und auch hier im Hypercar-Feld, was Camilo Caruso jetzt in die 5. Runde führt, hat man vor uns einen kleinen Zwischenfall, den wir uns mal anschauen sollten. Oh, der ist gar nicht mehr da. Immerhin haben wir schon 5 Minuten von 35. Ja, aber das ist... Jean Vidal verbremst sich hier in Kurve 1 und geht hier geradeaus in die Auslaufzone. Extra Runde, verliert er einen Platz, aber sonst nichts weiter passiert. Schlägt er nochmal kurz in die Mauer sogar. Oh, Sam Bird fährt hier mit. Hier vorne in der GT3-Klasse alles beim Alten. Sekin Ho vor Akihide, Mitsuya und William Hope. Danach eine größere Lücke von über 5 Sekunden hier zu Sam Bird und David van Stambroek. Hinter David dann Christopher McComb, 1,5 Sekunden weg. Und hier auf P7 Cesar Ramos und dahinter Victor Decker, der Dale Rolason überholt. Während die Hypercar-Führung hier die Jungs überrundet, nutzt das Victor Decker geschickt aus. Ich glaube, der war da am Anfang auch mit in den Startcrash von Tommy verwickelt und muss jetzt das Feld hier von hinten aufrollen. Und da liegt der nächste, da gab es den nächsten Zwischenfall. Wir sehen es da, Sam Bird steht hier in seinem Lamborghini. Schauen wir auch gleich mal, was dort passiert ist. Verliert hier einen Haufen Plätze. Und hier sehen wir Sam Bird in der letzten Kurve vor Start und Ziel. Wird hier umgedreht von David van Stambroek. Kann da nichts dafür. Schlägt auch noch ganz leicht mit dem Heck ein und muss hier die gesamte Meute vorbeilassen. Sehr, sehr schade. Sascha Lehmann und Janko Den Hartog, P1 und 2 in der LMP2-Klasse, sind dem Rest des Feldes schon enteilt. Die meisten stehen hier an der Box, wir haben es gerade gesehen. Und auch Sekin Ho konnte sich jetzt von seinem Verfolger, von Akihide Mitsuya, erheblich absetzen. Der Abstand beträgt schon fast 4 Sekunden. Eine super Pace hat Sekin Ho da drauf. Akihide Mitsuya, ähnliche Geschwindigkeit. William Hope da ungefähr eine Sekunde langsamer wie die beiden Jungs vorne. Normalerweise gehst du da hinterm 500er-Schild. Und der ist halt echt früher auf der Bremse gewesen. Carmelo und Valentin, die Leader in der Hypercar-Klasse, können sich da immer mehr absetzen. Und auch der Abstand zwischen dem 3. und 4. Platzierten in der GT3-Klasse wird immer größer. Der letzte hier in der Gruppe auf P9 Nikolai Naumov, vor ihm Dale Rolason und Cesar Ramos. Auf P6 haben wir dann Victor Decker. Das gibt's doch gar nicht, da gab es den nächsten Unfall hier in der letzten Kurve im GT3-Feld. Während sich hier Sascha Lehmann und Janko Den Hartog,
durch die Meute kämpfen, steht da Christopher McCombs immer noch. Und hier unten im Replay nochmal schön zu sehen. Christoph gibt der Ausgang der Kurve ein bisschen energisch Gas. Leichte Schräglage und Victor kann da nicht mehr ausweichen, knallt ihm auf die Ecke und dreht ihn ein. Und Christopher steht hier und kommt dann nicht mehr weg. Eine ganz ungünstige Stelle. Und hier im Hypercar-Feld kann sich Carmelo Caruso jetzt von Valentin Garde absetzen. Der Abstand beträgt schon fast 2 Sekunden. Wir haben Valentin war hier im Bild. Beide haben einen riesen Vorsprung vom Rest des Feldes. Es sind 11 Sekunden Vorsprung auf Felix Holmsten und der wiederum wird direkt verfolgt von Alexander Kurz. Die Jungs kämpfen sich hier durchs GT3-Feld. Die Hypercar-Klasse befindet sich jetzt in der 7. von 29 Runden. Hier Sascha Lehmann, der inzwischen sogar den 5. Platzierten in der Hypercar-Klasse überholt hat. Eine wahnsinnige Pace und auch Janko den Hartog ist da nicht weit weg. Also Tommy steht da immer noch an der Box und lässt sich die Kiste zusammenschustern. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da haben wir Steffen Nitschka mal im Bild, P6 in der Hypercar-Klasse. Auch schon von Sascha Lehmann und Janko den Hartog überholt worden. Und hier Daniel Morfei, der ehemalige Polesitter, fährt hier immer noch inzwischen auf P15 ohne Heckflügel. Hinter ihm Victor Tutt, eine Runde vor ihm auf P9. Jean Vidal kämpft sich hier nach kleinem Zwischenfall auch wieder durchs Feld. Dann haben wir hier Noah Heinz, P10 in der GT3-Klasse und hinter ihm Abel Lima, der Drittplatzierte der LMDHs. Und wie ihr seht, stehen immer noch jede Menge Fahrzeuge an der Box zum Reparieren. So einige haben sich hier auch schon ausgelockt, weil sie die Schnauze voll hatten. Ich habe ja zum Tommy schon gesagt, Sonntagmorgen hier einfach mal so sich einloggen, das ist keine so gute Idee. Jim Marshall hier, P4 in der LMP2-Wertung, 6 Sekunden hinter Abel Lima. Gucken wir mal, ob der Opel noch fährt hier. Und wie wir es gerade gehört haben und auch unten im Twitch sehen, wagt sich jetzt Tommy nochmal auf die Strecke. Hoffen wir mal, dass er wenigstens jetzt das Rennen vernünftig zu Ende fahren kann. Hier haben wir die Plätze 4 und 5 in der GT3-Sektion. Viktor Decker und David van Sambruck. Wir fahren mit dem David hier mal ein Stück mit. Die Jungs werden gerade von Giambattista Ciancetti und Janko den Hartog überrundet. Und hier sieht man auch mal schön, wie eng die Strecke eigentlich ist. Die Leader in der LMP2-Klasse haben heute eine wahnsinnig hohe Pace drauf. Wir haben hier Janko den Hartog mal im Bild. Schneller wie die meisten LMP1-Fahrer, Wahnsinn. Und Janko hat hier nur ein Rating von 1800. Ist also nicht so, dass das hier ein Alien ist. Im Gegensatz zu Sascha Lehmann hier auf P1, 6600er Rating. Unser Franzose hat hier gerade Felix Minot überrundet, der hier fleißig am Kämpfen ist. Ein super Rennen von den Jungs. Sascha fährt hier im Schnitt 2 Sekunden schneller wie sein Gegner hinter ihm. Aber auch Carmelo Caruso hat hier heute einen Top-Auftritt. Hinter ihm liegt inzwischen auf P2 Alexander Kurz, aber die Jungs müssen ja alle auch noch einen Boxenstopp absolvieren. Hier haben wir Alexander mal im Bild, liegt allerdings schon 13,5 Sekunden hinterm Leader. Und nur 10 Sekunden hinter Alexander liegt Sascha Lehmann, der Leader in der LMP2-Klasse. Und während wir hier Sascha mal im Bild haben, gab es in der LMP2-Klasse mal wieder einen Zwischenfall, den wir uns mal anschauen sollten. Da schalten wir direkt mal hin. Und Tommy ist hier auf P8 in der LMP2-Klasse wieder rausgekommen und überrundet jetzt gerade Samuel Bird. Da haben wir also schon 4 Totalausfälle allein in der LMP2-Klasse zu beklagen. Und unten im Replay schön zu sehen, da hat es den Viertplatzierten in der LMP2-Klasse erwischt. Felix Holmsten gibt da Ausgang der Kurve ein bisschen zu viel Gas, dreht sich ein und schlägt mit dem Fahrzeug in die Mauer ein. So wie es aussieht, kann er aber weiterfahren. Wir haben ungefähr ein Drittel des Rennens schon hinter uns gebracht, aber auch schon ungefähr ein Drittel des Feldes hier verloren. Hier haben wir mal Senkien Ho im Bild. Der Leader in der GT3-Klasse hat inzwischen fast 5 Sekunden Vorsprung auf den Zweitplatzierten, auf Akihide Mitsuya. Akihide haben wir hier mal im Bild. Der wiederum auch fast 5 Sekunden Vorsprung auf William Hope, der auf dem 3. Platz in der GT3-Klasse liegt. Wir haben William hier mal im Bild, im AMG. Und es gab mal wieder einen kleinen Zwischenfall, den wir uns direkt anschauen. Da stand einer. Und hier Daniel Morfei noch einmal. Ohne Anpressdruck hinten verliert er sein Auto schon wieder. Und ich glaube, jetzt hat er so langsam die Schnauze voll und lockt sich hier auch aus.
Hier haben wir mal Fernando Ferreira im Bild. Liegt aktuell auf dem 6. Platz in der LMP2-Wertung und verfolgt hier Sam Bird. Ah, Mann, ey. Und Tommy quält sich hier mit halb kaputten Auto durchs Feld, überrundet jetzt Mesut Kavas, der am Anfang auch in den Zwischenfall mit verwickelt war und dann zum Reparaturstopp an der Box stand. Vor ihm Jack Miodek war schon an der Box zum Tanken. Der obligatorische Boxenstopp steht ja für alle noch an. Kleiner Splash und Dash, auch für Carmelo Caruso. Valentin Garde aus der Hypercar-Klasse war schon an der Box zum Tanken. Inzwischen liegt Alexander Kurz auf dem 2. Platz in der Hypercar-Klasse und hat jetzt hier auch letzte Runde eine super schnelle Runde hingelegt. Eine 1:10.692. Sascha Lehmann hier, der Leader in der LMP2-Klasse, vergrößert seinen Vorsprung immer mehr. Es sind jetzt fast 4 Sekunden auf Janko Den Hartog. Oh, und wir hören es gerade, da gab es den nächsten Zwischenfall. Wir hinten sehen wir es auch, da liegt ein zerstörtes Fahrzeug. Romero Figueredo. Müssen wir gleich mal schauen, was da passiert ist. Nächster Ort hier gecrasht. Romero Figueredo. Wie bitte? LMP2 auf P5 ist gecrasht. Romero hier mit kaputtem Auto versucht da ein paar GT3s zu überrunden. I'm sorry, man. I need my working fun. Fährt innen auf den Curb, wird ausgehebelt und verliert leicht sein Auto. Und Nikolai Naumov kann da nicht mehr ausweichen, kracht rein und verliert seine Frontschürze. Carmelo Caruso, unser Gesamtleader, pflügt sich da hier durchs Schlachtfeld, völlig unbeeindruckt. Ein super Rennen von Carmelo heute hier. Immer mehr angeschlagene Fahrzeuge sind hier unterwegs. Carmelo überrundet gerade Nikolai Naumov und Romero Figueira, die gerade vorhin einen Unfall hatten. Die GT3s gehen jetzt gleich in ihre 12. Runde und die Hypercars in ihre 14. Also haben wir bald Halbzeit hier. Boah, wieder. Wie der V8 da aus der Ecke kommt, das ist schon Wahnsinn, ne? Inzwischen hat man den nächsten kleinen Unfall, den wir uns direkt mal anschauen. Nikolai Naumov hier mit schwer angeschlagenem Auto hat Mühe, die Kiste hier auf Kurs zu halten und schlägt mal kurz in der Leitplanke ein. Ich schätze mal, da ist ein kleiner Reparaturstopp fällig und dann geht's weiter. Eiert hier ganz schön durch die Gegend. Und hier unser Leader in der GT3-Klasse, Sekien Ho, hat inzwischen mehr als 8 Sekunden Vorsprung auf seine Gegner. Allen voran Akihito Mitsuya auf P2. Der führende GT3 hat aber auch schon gekommen. Und auch hier das GT3-Feld ist ziemlich weit auseinandergerissen. Da haben die Unfälle hier kräftig einiges durcheinandergewirbelt. Hier haben wir mal Giambattista Giancetti im Bild, aktuell P3 in der Hypercar-Klasse. Und hier Sascha Lehmann, der Führende in der LMP2-Klasse, pflügt hier durchs Feld. Er baut seinen Vorsprung auf seine Kontrahenten immer mehr aus und hat inzwischen sogar den Drittplatzierten hier Giambattista überholt. Er liegt somit auf dem 3. Gesamtrang im Rennen überhaupt. Wow, Wahnsinn. Er hat auch den Großteil der Gegner in seiner eigenen Klasse schon überrundet. Und auch Carmelo Caruso, der Leader, und auch Carmelo Caruso, unser Gesamtleader, kann das Loch zu seinen Gegnern immer größer aufreißen. Es sind schon über 5 Sekunden zu Alexander Kurz auf P2. Die Jungs müssen ja auch alle noch zu ihrem obligatorischen Boxenstopp. Runde 16 für unseren GT3-Leader Sekien Ho. Inzwischen über 10 Sekunden Abstand zu Akihito Mitsuya auf P2. Und der wiederum immer noch 5 Sekunden Abstand ungefähr zu William Hope hier auf P3. Die Jungs hier auf dem Podium konnten sich schon erheblich vom Rest des Feldes absetzen. Auch Sascha Lehmann, unser LMP2-Leader, kann seinen Vorsprung immer mehr ausbauen.
fährt hier konkurrenzlos allen auf und davon und hat sogar in der Hypercar-Klasse bis auf die beiden Führenden alle Fahrzeuge überholt. Eine irre Pace, wow, und hier klatscht jetzt der Nächste in die Wand rein. Gianbattista Giancetti kommt da volle Kanne um die Kurve gefahren und streift hier die Mauer. Da schauen wir gleich nochmal, was da passiert ist. Unten im Replay nochmal schön zu sehen. Gianbattista kommt da ein bisschen schnell um die Kurve, verliert das Heck und klatscht hier gegen die Reifenstapel. Verliert hier die Frontschürze von seinem Fahrzeug und muss sich jetzt an die Box schleppen. Oben im Bild schön zu sehen hier, wie zerstört das Fahrzeug ist. Das wird wohl einen längeren Reparaturstopp nach sich ziehen. Da ist die gute Position hier im Rennen weg. Seinen Platz wird jetzt Stefan Nitschka einnehmen, den wir hier im Bild sehen. Der verfolgt wird von Valentin Garde. Valentin war schon an der Box. Die Hypercars gehen jetzt in ihre 19. von ca. 29 Runden. Also haben wir ungefähr 2/3 des Rennens hinter uns gebracht. Und auch Tom auf P8 in seiner Klasse versucht, das Rennen hier irgendwie vernünftig zu Ende zu bringen. Tommy hat insgesamt 5 Runden Rückstand und keine Aussicht, da noch irgendwelche Plätze gut zu machen. Dahinter kommt hier auch Sascha Lehmann, der Leader in der LMP2-Klasse, der inzwischen auf dem 3. Gesamtrang liegt. Wahnsinn. Inzwischen hatten wir den nächsten Zwischenfall, den wir uns unbedingt mal anschauen sollten. Wir schalten direkt mal hin. Inzwischen liegt hier Alexander Kurz auf P2, er war auch noch nicht an der Box. 4,6 Sekunden hinter Carmelo Caruso, der das Hypercar-Feld immer noch anführt. Jean Vidal nach längerem Reparaturstopp wieder aus der Box rausgefahren, verliert sein Fahrzeug, fährt zu schnell in die Kurve und das Heck kommt rum. Und platzierte GT3 vorne. Zum Glück kein Einschlag und weiter geht's. Bin ich mal gespannt, wann unser Gesamtleader Carmelo Caruso an die Box kommt. William Hope. Tom hat ja heute mal wieder seinen Boxenstopp mehr als ausgiebig zelebriert. Der muss nicht nochmal an die Box kommen. Das platzierte LMP hinter. Hey Sascha. Da wird Tommy gleich das nächste Mal überrundet von Sascha Lehmann, der hier eine unglaubliche Pace drauf hat. Hat inzwischen fast 7 Sekunden Abstand zum Zweitplatzierten zu Janko Den Hartog und eine halbe Minute Abstand zum Drittplatzierten zu Abel Lima. Irre. Runde 21 und Carmelo Caruso, unser Gesamtleader, war jetzt auch an der Box, um seinen obligatorischen Boxenstopp zu absolvieren. Ich glaube, ich muss nicht mehr in der Box. Ich habe ja so lange gestanden. Dadurch müsste jetzt Alexander Kurz an der Spitze liegen, der noch nicht an der Box war. Valentin Garde, P3. Aber prinzipiell glaube ich, ist es ja mit... Der Gesamtführende ist gerade an der Box gewesen. Und wie alle Zuschauer inzwischen wissen, gibt es in der IMSA immer einen obligatorischen Boxenstopp. Der ist direkt hinter dir. Bist du live? Ja, der ist jetzt nicht mehr Gesamtführender, der ist jetzt nur der Zweite, weil er an der Box war. Ach so. Und Sascha Lehmann ist inzwischen Gesamtleader, weil er noch nicht an der Box war. Vor ihm Homero Figueiredo, der heute schon so den ein oder anderen Zwischenfall hatte. Wir sehen es auch ganz deutlich am beschädigten Fahrzeug. Hier Fernando Ferreira lag inzwischen auf P6 in seiner Klasse. Und hier vorne ein schöner Kampf im GT3-Feld. Sam Bird, Ryan Buttle, Mesut Cabus und Victor Tut. Die Plätze 11 bis 14. Ein ganz enger Kampf hier. Und Fernando Ferreira muss sich da irgendwie im LMP durchwursteln. Oh, da ist Sam Bird aber weit gegangen. Samuel schert wieder ein und räumt hier Ryan Buttle ab. Ach nein. Achtung. Und das löst hier nach der Spitzkehre auch ein kleines Durcheinander aus. Ryan Buttle steht da immer noch und muss warten. Vor ein paar Runden ist Sam Bird da selbst abgeräumt worden. Und jetzt schickt er hier einen Gegner ins Aus. Sehr schade, da schauen wir gleich mal, was da passiert ist. William Hope hier auf P3 in der GT3-Klasse geht in seine 21. Runde. Unten im Replay nochmal schön zu sehen. Sam Bird verbremst sich, geht ja arg weit in der Spitzkehre und schert dann einfach so wieder ein, räumt hier Ryan Buttle ab, fährt ihm hier vorne volle Kanne auf die Ecke und dann nochmal an die Seite rein. Da haben so einige andere Glück, dass sie dann nicht noch mit abgeräumt werden. Kann man einfach nur den Kopf schütteln. Alexander Kurz ist weiterhin hier Gesamtleader und führt das Feld an. Aber wie gesagt, er muss ja noch an die Box kommen. Nimmt hier auch jeden Zentimeter der Strecke mit, touchiert leicht die Mauer.
Unser Leader in der GT3-Klasse, Sekin Ho hier, fährt ein ganz, ganz starkes Rennen. Auch er muss noch an die Box kommen. Hat vorm Start mal seinem Gegner Rüde aus dem Weg geräumt, sich ansonsten aber absolut schadlos heute gehalten. Das gleiche gilt hier für Sascha Lehmann, der heute eine unglaubliche Pace hingelegt hat, aber auch Janko den Hartog mit seinen 1800er Rating zeigt hier ein irre Rennen. Und Ryan Butler steht da an der Box zum Reparaturstopp und kriegt sich nicht mehr ein. Akihide Mitsuya auf P2 in der GT3-Klasse überrundet jetzt Victor Tut, der auf P13 liegt. Hinter ihm William Hope ist ungefähr 4 Sekunden weg. Janko den Hartog auf P2 in der LMP2-Klasse hat auch schon über die Hälfte seiner eigenen Klasse überrundet. Schade, dass Tommy sich und einen Großteil des Feldes schon in der ersten Kurve aus dem Rennen genommen hat. Vielleicht hätte er da auch mithalten können. Erstplatzierte. GT3. Audi. Abel Lima, P3 in der LMP2-Klasse, wird jetzt auch gleich an die Box kommen. Da biegt er schon ab. Und auch hinter ihm, Alexander Kurz, kommt jetzt an die Box, der aktuelle Gesamtleader. Und wir hatten weiter hinten im Feld mal wieder einen kleinen Zwischenfall, den wir uns unbedingt mal anschauen sollten. Wir schalten direkt mal hin. Marc Buchel fährt ja auch ein bisschen zu energisch in die Kurve rein, verliert sein Fahrzeug und schlägt in die Reifenstapel ein. War ja am Anfang auch in den großen Crash mit verwickelt und schimpft hier auch. Schätze mal noch 5 Minuten. Ja. Da Alexander Kurz noch an der Box steht, wird jetzt Carmelo Caruso wieder die Gesamtführung übernehmen. Sascha Lehmann und Janko den Hartog, die Leader in der LMP2-Klasse, müssen ja auch noch an die Box. Und wir hatten noch einen Zwischenfall, den wir uns unbedingt mal anschauen sollten, den reichen wir jetzt direkt nach. Alexander Kurz, der Gesamtleader, will hier Abel Lima überrunden, der gegen die Mauer schlägt, wieder zurückkommt und Alex abräumt. Der knallt hier in die Mauer rein, kurzer 360 und weiter geht's, hat aber einen Haufen Zeit verloren. Und während wir hier Sekin Ho, den Leader in der GT3-Klasse, im Bild haben, gab es auch in seiner Klasse noch einen kleinen Zwischenfall, den wir uns mal anschauen sollten. Victor Tut im blau-gelben AMG kommt hier ein bisschen schnell in die Kurve rein und verliert das Heck. Kann aber einen Einschlag verhindern. Oh. Verliert nur einen Haufen Zeit und Plätze und weiter geht's. Ich denke mal, über die Hälfte des Feldes war heute in irgendwelche Un- oder Zwischenfälle verwickelt. Ein verrücktes Rennen. Wir befinden uns jetzt in der Endphase des Rennens. Alexander Kurz hat inzwischen 10 Sekunden Rückstand auf den Gesamtführenden, auf Carmelo Caruso, den wir hier im Bild haben, der jetzt die Runde 26 eröffnet. William Hope ist nach Boxenstopp auf P6 wieder rausgekommen. Wow! Oh, das hat ordentlich gescheppert. Verdammt, verdammt, verdammt. Tommy schmeißt ja sein Fahrzeug noch einmal in die Leitplanken. Zum Glück kann er weiterfahren. Ja. Kaputt. Boxen zu, ich muss rein. Ich hab alles kaputt gemacht. Verdammt, verdammt, verdammt. Ey, ich kann aber noch fahren. Muss ich rein? Tommy hat hier die Spiegelei-Flagge, das heißt, er muss reinkommen. Sonst gibt es eine Strafe. Aber ich glaube, das macht den Kohl hier auch nicht mehr fett. Das geht noch. Und hier in der Hairpin gibt es den nächsten Ausrutscher. Jack Miodek. Zum Glück ist er dann nirgendwo eingeschlagen, liegt eh schon weit zurück. Da hatte Carmelo Caruso, unser Gesamtleader, aber mächtig Glück, dass er dann hier reingerauscht ist. Hier haben wir mal Valentin Garde im Bild, liegt auf P3 in der Gesamtwertung. Direkt hinter ihm Tommy unterwegs, der jetzt allerdings noch einmal an die Box abbiegen muss. Ein völlig verkorkstes Rennen heute für unseren Tommy. Auch für Nikolai Naumov, der hier mit zerstörtem Fahrzeug immer noch unterwegs ist.
Ein Rennen zum Vergessen, Patrick. Und auch die Fahrzeuge hinterm Nikolai, Romero und Ryan hatten da schon so den ein oder anderen Zwischenfall heute. Hast du das, wenn ich rein muss, nur weil er keine Ahnung, Wie ich das vorhin schon mal erwähnt habe, Sonntagmorgen sich einfach mal so schnell in den IMSA-Rennen einloggen und eine Runde mitfahren, ist, glaube ich, keine so gute Idee, wie man hier zum wiederholten Male sieht. Thank you, Stefan. Ja, war ein Satz mit X, war nix. Aber Weiß ich Erfahrung gesagt. ich möchte mir echt gern nochmal so das Anfangsdilemma anschauen. Ja, ich meine, der Unfall danach, da war ich dann irgendwie so, wo dann jeder mich angeschrieben und jeder mich gechattet hat und da war ich raus. Ja, du hast ja heute mal eine richtige Gruppe Freunde gemacht. Ja, ich Und glaube. die letzten GT3 sind jetzt auch zu ihrem Boxenstopp abgebogen. Ja. Ja. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ich habe mich sehr beliebt gemacht jetzt in Und dieser Sascha Runde. überrundet jetzt hier den Viertplatzierten in der Hypercar-Klasse. Pass mal auf. Irre. Wenn du das nächste Mal einloggst. Ach nee, Der schon wieder. das Silber. Ja, aber jetzt beobachten wir einfach mal, also Ich beobachte gerade das Rennen hier. Und Ach so. sonst nichts. Weil wir ja den Zielstrich noch lange nicht haben. ja, die zwei. Okay. Unser Gesamtleader Carmelo Caruso befindet sich inzwischen in Runde 28. Danach können wir das mal ausklappen. Das heißt, er wird gleich die letzte Runde Wie eröffnen. du angerichtet hast. Ein sehr, sehr ereignisreiches Rennen heute, was mit Sicherheit noch für ein paar Diskussionen sorgen wird. So, ich denke mal, der Carmelo Caruso wird jetzt in die letzte Runde gehen. Und dem ist auch so. White Flag, Final Lap ist eingeläutet. Wenn nicht alles neu. Und auch Sascha Lehmann, der Leader in der LMP2-Klasse, geht jetzt hier in seine letzte Runde. Liegt auf dem zweiten Gesamtrang. Einfach nur irre, was der heute hier zeigt. Da kann man einfach nur den Hut vorziehen. Und kaum sind wir mit der Kamera von den Jungs weggegangen, hat es dort auch schon gekracht. Müssen wir uns gleich nochmal anschauen. Sascha Lehmann, der Zweitplatzierte hier, will Matthew Kobi überrunden. Der macht innen dicht und Sascha erwischt ihn da an der Ecke und dreht ihn um. Matthew steht da und muss seine Gegner vorbeilassen, aber sonst nichts weiter passiert. Weiter geht's. Muss man sagen, ich habe selten ein Rennen mit so einem hohen Rating gesehen, bei dem sich die Gegner hier gegenseitig abschlachten. Und der Leader der LMP2-Klasse liegt nur 5 Sekunden hinter dem Gesamtleader. Alexander Kurz hat hier seinen zweiten Platz noch an Valentin Garde verloren, hatte da auch einen kleinen Ausrutscher, den wir leider nicht im Bild hatten. Weit ist es nicht mehr bis zur Zielflagge, dann hat das Gemetzel ein Ende. Die letzte Kurve für Carmelo Caruso. Ein ganz herzlichen Glückwunsch zum wohlverdienten Sieg. Knapp 5 Sekunden hinter ihm kommt Sascha Lehmann ins Ziel, der Fahrer des Rennens heute. Glückwunsch. Einfach unglaublich die Pace heute von Sascha und er hätte hier im LMP2 fast noch den Gesamtsieg errungen. Wahnsinn. Aber auch ein ganz, ganz herzlicher Glückwunsch geht an Sekin Ho und vor allen Dingen hier an Janko Den Hartog, der auf P2 in der LMP2-Wertung liegt. Ein Top-Rennen hat er heute hier gezeigt. Einer der wenigen Fahrer, die hier absolut fehlerfrei unterwegs waren. Und Sekin Ho überrundet hier fast noch den 7. Platzierten in der GT3-Klasse, David Panzerbruck, der direkt vor ihm liegt. Auf P2 haben wir dann Akihide Mitsuya und auf P3 William Ho, P4 Viktor Decker und auf P5 kommt der verletzte Nikolai Naumov ins Ziel. Und alle werden froh sein, dass diese Straßenschlacht heute hier beendet ist. Glückwunsch, absolut top gefahren. Und natürlich auch dir. Herzlichen Glückwunsch. Wer ist das? Da kommt unser Zweitplatzierter auch Richtung Ziel, Akihide Mitsuya. Und noch einmal eine halbe Minute hinter den Jungs kommt dann William Hope Richtung Ziel. So. Ich glaube, das Rennen ist vorbei, oder? Ja, die letzten kommen jetzt zu langsam ins Ziel hier. Ja. Das war noch mal eine wilde Fahrt. War jetzt so. Ja, ich kann halt nur
alle zerstört. Wild, Oh. wild. Würde ich sagen, werde ich jetzt hier erstmal alles herunterfahren. Verabschieden wir uns mal von unseren Zuschauern, die jetzt schon mit dem breiten Sitz hier vom TV sitzen. Oh Mann, ey. Das Ja. ist so viel. Hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh. Hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh, ey. Das war heute Sonntagsmorgen in Deutschland. Ja, liebe Zuschauer, da würde ich mal sagen, verabschieden wir uns mal kurz und schmerzlos. Freuen uns schon auf das nächste Rennen. Macht's gut, tschüss. Ciao, ciao. Ja, liebe Zuschauer, da fehlen mir einfach die Worte. Da denkt man lieber den Mantel des Schweigens drüber. Freuen uns schon auf die nächsten Rennen. Ich denke mal, ihr auch. Und ich sagen, lasst euch alle gut gehen, bleibt gesund und vor allen Dingen uns treu. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's alle gut.
Rennfahren verfälscht auf die Dauer die Perspektive der Wirklichkeit. Und so entsteht im Bewusstsein allmählich eine Welt des Irreal. Die Fakten des Lebens bekommen eine ganz andere Bedeutung. Gefühl, Vernunft, alle menschlichen Probleme nehmen dann andere Dimensionen an, so wie es bei Rauschgiftsüchtigen der Fall ist. Von diesem Moment an hat das Leben nur noch den einen Sinn, Rennen zu fahren. Auch wenn man weiß, dass man früher oder später sterben muss. Weil dann ein Widerstand nicht mehr möglich ist. Gegen diesen masochistischen Drang der Selbstzerstörung.